43-jähriger Profi-Schiedsrichter aus Italien, verdient dort ca. 200.000 Mark. Böse Zungen behaupten manchmal noch eine Rolex oder dazu, aber das ist ja nicht bewiesen. Kanje. Und auf geht's. Niemetz beim Freistoß. Gabriel. Foul an Nedved. Der Serie A. Oliver Kahn noch dran. Eckball Nummer 1 für Tschechien. Der Freistoß nochmal. Oliver Kahn. Poborski. Und Nowotny. Gegen Karel Rada. Hessler. Markus Babbel. Schöne Flanke von Markus Babbel. Also Babbels Flanke mit seinem ja nicht unbedingt stärksten Fuß. Und tatsächlich Abseitssituation von Carsten Janker. Gabriel. Hamann. Janker. Abgesetzt von seinem Gegenspieler. Tolle Flanke von Dietmar Hamann. Und ein Versuch war es allemal wert. Mehmet Scholl. Scholl. Ganz unglückliche Situation. Mehmet Scholz, tolles Solo, nachdem er sich zweimal gegen Fukal durchgesetzt hatte. Und Rink kommt ganz unglücklich zum Ball, sodass Tomasz Repka, jetzt Thomas Hessler über links, gegen Nemetz, der ihm fast auf Schritt und Tritt folgt. Ne. Abgefälschter Schuss. Koller, Poborski. Nedved. Er ist ein gefürchteter Distanzschütze. Pavel Nedved, der 27-Jährige von Lazio Rom. Hier sehen Sie es noch einmal. Schön gemacht von Janker. Rink. Paolo Rink. Also da ist irgendwie Witz drin und Spielfreude und es macht wirklich den Eindruck, als hätte die Woche Mallorca der Mannschaft an sich wirklich gut getan. Paolo Rink. Thomas Hessler von 1860 München. Snitzer. Koller. Oliver Kahn. Und auch da werden wir gleich schauen, warum der Koller so frei zum Schuss kommen konnte. Scholl. Schönes Anspiel von Rink. Hatte nicht mitbekommen, dass Paolo Rink ihm direkt auf den Fersen ist. Der verlängert hat in Kaiserslautern, geht mit offensiv. Janker! Janker, Tor! 38. Spielminute. Sein erstes Tor für Deutschland. Ach, da gibt es ganz viel zu sagen. Sensationelle Vorarbeit von Jens Nowotny. Das werden wir hoffentlich in einer langen Slow-Motion noch mal sehen. Da sehen Sie ihn nochmal. Toller Pass von Nowotny. Und dann mit dem Rücken zum Gegner. Gegen Fukal. Aber die Hälfte des Tors geht auf Jens Nowotny, der den Ball aus der eigenen Abwehr holte. Hier jetzt nochmal der Zweikampf gegen Milan Fukal. Ich sag's nochmal ganz deutlich. Er hat in Mallorca, also auf Mallorca in Palma getroffen. Aber das war ja kein offizielles Länderspiel. Deshalb ist dies hier sein erstes Länderspieltor.
Nedved. Smicer. Kahn. Wollte kontern, aber war der Einzige, der das im Kopf hatte. Boborski. Und es ist tatsächlich so, man darf die Spieler der Tschechischen Republik vor dem 16-Meter-Raum nicht zum Schuss kommen lassen. Das erste Länderspieltor wird er sich einrahmen. So, zweite Halbzeit zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft, dem Marco Bode, der neu ins Spiel gekommen ist für Mehmet Scholl. Macht's direkt. Hamann. Ziege. Ziege! Srinicek mit den Fingerspitzen dran. Christian Ziege. Sage noch mal jemand, der könne nicht mit rechts schießen. Hessler. Janka. Abseits. Und wo wird empfangen von Masseur und Dock. Werden wir gleich mal nachfragen, ob was ist. Michael Ballack auf jeden Fall kommt zu seinem 6. Jetzt Pavel Kuka alleine auf Oliver Kahn zu und Tor. / 54. Minute. Ja, damit hat ja überhaupt niemand gerechnet. Aber es ist wie eine Bestätigung auch dessen, was die Experten in der Halbzeit gesagt haben. Sie schießen aus jeder Situation. Thomas Helmer hat es noch angekündigt. Jens Nowotny kommt ein Stück zu spät. Und Deutschlands Nummer 1 ist absolut chancenlos bei diesem Schuss. Also, 4 Minuten in der Partie. Kein Foul, Hessler. Linke. Diese Wechsel bringen keine systematische Veränderung mit sich, sondern es wird immer Mann gegen Mann auf der jeweiligen Position gewechselt. Natal, Koller, Nedved. Und wir sehen schnell. Offensive dazu, Christian Ziege auf links, ansonsten viel Neues. Ziege. Eben. Bosch. Er pfeift Elfmeter. Valjirji, Nemetz. So, das war auch schön anzusehen, aber natürlich nicht die Zeitlupe zu der Elfmetersituation. Oliver Bierhoff hat den Ball in der Hand. Jetzt wollen sie wohl mit Gewalt die Torflaute beenden. Aus der Krise. Jawohl. Nach 536 offiziellen Länderspielminuten kann sich Oliver Bierhoff wieder in die Torschützenliste eintragen. 2:1 für Deutschland durch einen, bis es optisch geklärt ist, behaupte ich das einfach mal, umstrittenen Foul-Elfmeter. Kommt, wie überhaupt ja munter gewechselt wird. Das ist der 9. jetzt an der Zahl. Thomas Rositzky. Für Nedved wird er kommen. Das Talent. Besser, er bleibt noch vielleicht 2 Jahre bei Sparta Prag. Thomas Rositzky. Aber, und auch das haben Sie bei uns in der Übertragung schon erfahren, Berger wird bei der EM in den ersten beiden schweren Spielen gegen die Niederlande und gegen Frankreich 15 Kreis rund um den Ball beim Freistoß. Berger, erste Situation, erster Schuss, paar Sekunden auf dem Platz, 2:2. Ja, gibt's das denn? In der 80. Minute ein abgefälschter Ball. Bergers 18. Treffer. Ausgerechnet Michael Ballack fälscht ab.
Ziege gegen Lattal. Rehmer. Ach, da ärgert er sich. Bierhoff Vorlage, Bosch. Ja, und das ist genau die Frage, was mit Oliver Bierhoff sein wird. Da ist das Tor! Und Sie müssten den Jubel, hier sehen Sie es auf der Deutschen Bank sehen. Das ist auch für die Herren wie eine Befreiung. 2 Tore gegen Tschechien. Das kenne ich doch irgendwoher von Oliver Bierhoff. Und der Siegtreffer gegen die Tschechische Republik. Ein Küsschen eben auf die Tribüne an seine Lebensgefährtin, die hier im Stadion ist. Das Spiel ist aus. Deutschland schlägt Tschechien im letzten ernstzunehmenden Test vor der Endrunde zur Fußball-Europameisterschaft mit 3:2. Carsten Janka, das eine, und Oliver Bierhoff, den Sie nachher ab 22:50 Uhr im aktuellen Sportstudio